Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir starten eine neue Ära im alten Ägypten, nämlich die des Mittleren Reiches. Das Mittlere Reich, so turbulent seine Anfänge auch waren, erweisen sich als Zeit großer Chancen für ihre Familie. Unter ihrer Führung erstrahlt Ägypten wieder in seinem alten Glanz und schöner denn je. Die Pharaonen unserer Vorväter eroberten diese große Ebene und errichteten die großen Pyramiden und die Sphinx und die heiligen Grabstätten unzähliger Adliger, die, soweit das Auge reicht, die Wüste bedecken. Es ist ein Testament, eine Erinnerung an das alte Leben, an die Herrlichkeit, die einst Ägypten war, an den Glanz, der einst der Pharao war. Doch auch wenn unsere Monumente bestehen bleiben, die Macht, die sie einst erbaute, es gibt sie nicht mehr. Osiris hat uns verlassen. Die Macht des Pharao ist vergangen, wie Wassertropfen in der Wüste. Unsere Feinde wagen es, Ägyptens Souveränität herauszufordern und erheben Schwert und Speer gegen uns. Und Ägypten zerfällt zu Staub. Nichts ist geblieben vom früheren Überfluss und Stolz, und die meisten Menschen fürchten, dass Ägypten nie wieder zu seiner einstigen Herrlichkeit zurückfinden wird. Osiris hat sich von seinem Volk abgewandt, und mehrere schwache Überschwemmungen nacheinander haben zu großen Hungersnöten geführt. Die Macht der Pharaonen, die früher nie in Frage gestellt wurde, ist nur noch ein matter Abglanz von einst. Stattdessen wird die politische Bühne nun von Provinzgouverneuren beherrscht, die sich gegenseitig ihre Einflussbereiche streitig machen. Unbeschadet aus diesem Chaos gingen zwei Adelsfamilien hervor, die versuchen, die Herrschaft über das Land an sich zu reißen. Das Haus Hennen-Nesef hat seine Ansprüche auf den Thron als rechtmäßige Erben angemeldet. Diese Familie ist bekannt für ihre Grausamkeit und weniger dafür, sich um den Hunger der Menschen zu kümmern. In Waset im Süden ist eine bislang unbedeutende Herrscherfamilie, das Haus Intef, an die Macht gekommen. Das Haus hat viel für die Wiedervereinigung des Südens getan. In dieser Konstellation entbrennt ein mörderischer Bürgerkrieg, angefacht von der Hennen-Nesef-Dynastie um die Herrschaft über ganz Ägypten. Die Familie Intef, die mit dem Kampf gegen die Hennen-Nesef beschäftigt ist, hat sie mit dem Aufbau ihrer Heimatstadt Waset beauftragt. Um im Kampf gegen die Herrscher des Hauses Hennen-Nesef erfolgreich zu bestehen und um ihren Ruf in Ägypten zu festigen, müssen die Intefs Waset zu einem Dreh- und Angelpunkt machen, auf den sich andere Städte verlassen können und an den sie sich wenden, wenn sie Unterstützung oder Soldaten benötigen. Waset, möglicherweise einmal Hauptstadt, wenn die Familie Intef den Krieg gewinnen sollte, muss eine großartige Stadt werden. Mit den geringen Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, haben sie nun die Aufgabe, einen Sonnentempel und eine Pyramide zu errichten, um den Ägyptern die Herrlichkeit der Intefs zu beweisen. Waset selbst ist keineswegs von Angriffen ausgenommen. Die Hennen-Nesef und deren Getreue werden die Stadt von Zeit zu Zeit bedrohen. Möglicherweise wird man auch versuchen, Geld aus der Stadtkasse zu erpressen. Um sich gegen diese vielfältigen Gefahren zu wappnen, müssen sie starke Land- und Seestreitkräfte aufbauen, die die Stadt und andere bedrohte Städte zu verteidigen in der Lage sind. Von den ersten beiden Kampagnen im neuen Zeitalter spielen wir nun Waset, der Bürgerkrieg. Die einzige Macht des Pharaos ist vergangen und es herrscht ein Bürgerkrieg im alten Ägypten zwischen den Familien Hennen-Nesef im Norden und Intef im Süden. Wir sind der Familie Intef loyal ergeben und sie beauftragen uns, ihre Heimatstadt Waset auszubauen. Dabei soll eine Bevölkerung von mindestens 6000 Einwohnern erreicht werden.
eine Wohlstandswertung von 45, eine Königreichswertung von 70, eine Kulturwertung von 55 und eine Monumentwertung von 20 sind zum Erfüllen der Mission gefordert. Neben dem Aufbau der Stadt müssen wir auch unser Militär aufbauen, und zwar zu Land und zu Wasser. Denn wir müssen damit rechnen, dass Hennenesev Forderungen von Geld und Gütern stellt, und eine Nichterfüllung der Forderungen können Angriffe auf unsere Stadt zur Folge haben. Zudem können wir sicher sein, dass wir andere ägyptische Städte auch militärisch unterstützen müssen. Waset, vielleicht die spätere Hauptstadt, soll großartig ausgebaut werden. Davon zeugt eine Kulturwertung von 55, wo wir jede Menge unterschiedliche kulturelle Gebäude errichten müssen. Ja, und eine Monumentwertung von 20 bedingt den Bau eines Sonnentempels und einer Pyramide. Eine Hauptstadt durchaus würdig. Wieder jede Menge, was wir bauen und erreichen müssen, und wir schauen uns die Karte direkt einmal an. Ja, der Nil durchfließt hier unsere Karte im westlichen Bereich und er bildet hier so mehrere Seitenarme aus, wo dann hier eine größere Insel entsteht. Und wir haben hier auch die Flächen mit fruchtbaren Nilschlamm. Wenn wir den Nil weiter nach Norden folgen, kommen hier Gesteinsformationen und hier auf der westlichen Landfläche, da haben wir eine große Fläche, wo wir unsere Farmen in der Wiesenwirtschaft betreiben können. Nach Osten hin haben wir hier die Gesteinsformation, wo wir Kupfer oder Gold abbauen können. Ja, und je weiter wir nach Osten gehen, desto unfruchtbarer wird es und wir haben dann hier die Wüste. Schauen wir mal, was wir produzieren können. An Farmen haben wir Getreide- und Feigenfarmen und wir können Fisch produzieren. An Rohmaterial haben wir Ton, einfachen Stein, Kalkstein, Granit, Gold und Kupfer. Herstellen können wir Schmuck, Geschirr und Ziegel. Wir haben 3 Gottheiten, die wir verehren können: Osiris, Re und Bast, wobei Re unser Schutzgott ist. Als Monument haben wir einen Sonnentempel und eine kleine Pyramide zu errichten. Und wir müssen Grabbeigaben ausliefern: 16 Einheiten Waffen, 1600 Einheiten Geschirr und 1000 Einheiten Luxuswaren. Schauen wir mal, mit wem wir Handel treiben können. Waset ist hier am Mittellauf des Nils und weiter nördlich haben wir Tinis. Tinis verkauft uns jede Menge Bier, geringe Mengen Geschirr, kauft bei uns geringe Mengen Kupfer. Weiter nördlich am Nil haben wir Chmun. Dieser Handelspartner verkauft uns größere Mengen Leinen und einfachen Stein, kauft bei uns größere Mengen Geschirr, Holz und Papyrus. Die Oase Dachla verkauft uns größere Mengen Ziegel und Holz, kauft bei uns größere Mengen Fleisch, Leinen, Schmuck und Papyrus. Die Oase Dungul verkauft uns jede Menge Sandstein und Granit, Edelsteine und Holz in größeren Mengen, kauft bei uns größere Mengen Ton, Geschirr, Bier, Schilf und Papyrus. Ja, und weit im Norden Mennefer. Mennefer verkauft uns größere Mengen Geschirr und Papyrus, kauft bei uns größere Mengen Salat, Ziegel, Gerste, Bier und Luxuswaren. Unsere Exporte werden Kupfer, Geschirr, Schmuck und Ziegel sein, womit wir gute Gewinne erzielen können. Allerdings haben wir auch jede Menge Importkosten. Wir müssen Bier, Leinen, Papyrus, Sandstein und auch Edelsteine für den Schmuck importieren. Was ist nun der Plan? Hier auf der östlichen Landseite haben wir genug Platz, um 2 große Wohngebiete entwickeln zu lassen, einschließlich aller Dienstleistungs- und Produktionsgebäude und natürlich auch die Monumente, Sonnentempel und kleine Pyramide. Wir können nur hier Kupfer und Gold abbauen, das heißt, hier kommen unsere Minen hin. Später werden wir eine Verbindung hier auf diese Insel schaffen, um hier unsere Kriegsflotte aufzubauen und dann hier auf der westlichen Landseite im fruchtbaren Nilschlamm unsere Nahrungsmittel zu produzieren. Später können wir dann weiter nördlich auch hier in der Wiesenwirtschaft unsere Farmen betreiben.
Ja, so viel zum Plan. Beginnen wir nun mit dem Bau der Stadt Vasette. Bevor wir jetzt unsere ersten Wohngebiete errichten, müssen wir natürlich erstmal die Verbindung der einzelnen Landteile herstellen. Das heißt, wir bauen wieder Fährhäfen. Und zwar einmal hier der östliche Landteil mit dieser Insel. Und dann werden wir hier auch die Verbindung zum westlichen Landteil herstellen. So, und ich möchte aber auch noch direkt eine Verbindung vom östlichen zum westlichen Landteil errichten. So, nun können wir aber loslegen mit dem Bau unserer Wohngebiete. Wir werden mal hier eine Straße in diese Richtung bauen und dann die ersten Wohngebiete planen. Wir haben jetzt hier unsere 2 Wohngebiete festgelegt und wir werden jetzt noch die Unterhaltungseinrichtungen platzieren. Für Pavillon und für den Musikpavillon. Das gleiche machen wir natürlich hier auch. Wir errichten die Basics. Ja, und für das zweite Wohngebiet hier werden wir natürlich auch die Basics errichten. Und dann können wir hier schon mal die ersten Parzellen ausweisen. Wir verteilen wieder unsere Prioritäten. Wir zahlen wieder etwas mehr Lohn und setzen die Steuern erstmal auf 0. Die Geschwindigkeit wieder auf 70%. Ja, und dann bleibt uns wieder erstmal nichts übrig, als zu warten, bis unsere Siedler unsere Stadt erreichen. Hier kommen sie schon. Ja, sobald jetzt wir genügend Mitarbeiter haben, werden wir mit der Kupferproduktion beginnen. Die Parzellen sind jetzt alle besiedelt und wir haben genug Bürger, die eine Arbeitsstelle wollen. Unsere Kupferminen können wir ja nur hier oben errichten. Ich denke mir mal 3 Stück reichen. Wir können ja nicht so viel exportieren. Ja, und wir sichern natürlich hier unsere Minen, das ist ganz wichtig. Ja, und dann brauchen wir natürlich auch noch ein Warenlager für Kupfer. Wir benötigen die Handelsroute mit Tinis, um das Kupfer zu verkaufen. Ja, und wir stellen Kupfer auch schon direkt für den Export zur Verfügung. Ja, sehr gut, das gefällt mir. Wir weisen nochmal ein paar Parzellen aus, weil wir sollten jetzt unsere Götter auch milde stimmen. Tempel der Osiris. Tempel des Rehs und wir bauen natürlich auch den Tempel der Bast. Ja, und hier können wir auch noch ein paar Parzellen ausweisen. Ja, und dann sieht das doch, glaube ich, schon ganz gut aus. Bevor wir jetzt Nahrungsmittel herstellen, werden wir noch unser zweites Exportgut herstellen, nämlich Geschirr. Unsere Geschirrproduktion werden wir hier etablieren. Hier können wir Tongruben errichten. Wir schauen mal. Wo? Ja, nur eine durchschnittliche Überschwemmung ist uns im Moment egal. Wir haben noch keine Felder. Ja, hier passt es ganz gut. Und wir haben mittlerweile schon 500 Einwohner in Vasette. Gut, dann bauen wir doch mal direkt schon mal 3. Ja, und dann denke ich mir mal, errichten wir 4 Töpfereien. Das Warenlager dafür errichten wir direkt hier.
Für den Verkauf von Geschirr brauchen wir die Handelsroute mit der Oase Dungul, die uns natürlich auch den Sandstein verkauft, den wir für den Sonnentempel benötigen. Wir eröffnen diese und dann können wir Geschirr auch ebenfalls auf Export stellen. Ja, somit haben wir jetzt unsere wichtigsten Exportgüter erstmal in Produktion. Ja, und wir werden jetzt für Nahrungsmittel sorgen. Wir beginnen mit der Fischproduktion. Ja, für unsere Fischereihäfen brauchen wir natürlich die Werft. Die bauen wir hier hin. Ja, dann bauen wir mal ein paar Fischereihäfen. Ich glaube, hier passen leider nur einer hin. Na gut, dann machen wir das so. Und dann könnten wir diese beiden hier noch versetzen. So, hier möchte ich später nochmal ein Dock bauen. Das heißt, wir bauen nochmal hier ein Fischereihafen auf. Ja, dann können wir hier auch noch einbauen. Ich glaube, hier passt keiner mehr hin. Nein, okay. Ja, und das Silo haben wir jetzt hier auch schon errichtet, damit der Fisch auch direkt hier eingelagert werden kann. Ja, unser Händler aus Tinis. Ich bin Händler mit Leib und Seele. Kauft jetzt Kupfer ein, das ist sehr gut. Und ihr seht, unsere Stadtkasse füllt sich mit dem Export von Kupfer super. Ich möchte sofort anfangen, unser Militär aufzubauen. Man weiß nie, wann man wieder angegriffen wird. Wir errichten den Drillplatz. Das können wir ja alles schön zusammen an den Kupferminen errichten und natürlich die Akademie. Ja, und dann brauchen wir natürlich noch ein Fort. Ja, unser Militär platzieren wir hier ganz im Osten der Karte, hinter diesen Sanddünen. Wir haben nicht ganz so viel Platz auf dieser Karte für diese große Stadt. So, die Bogenschützen können dann jetzt hier hin. Sehr gut, und dann haben wir schon unser erstes Fort. Sehr gut, und wir haben noch genug Geld in unserer Stadtkasse. Der Weg ist zwar ziemlich weit, den unsere Soldaten gehen müssen, aber ich denke, wir haben sehr früh damit angefangen, sodass jetzt hier die Forts sich allmählich füllen können. Ja, mit den Tempeln sind unsere Götter zufrieden, außer Re natürlich als Schutzgott. Dann werden wir ihm mal einen Schrein gönnen. Ja, wir haben genug Arbeitslose. Errichten wir doch nochmal 2 Töpfereien. Passen hier noch gut hin. Ja, und dann parzellieren wir hier auch nochmal ein paar Flächen. Ja, und eine geringe Überschwemmung, das ist für uns jetzt im Moment immer noch nicht so interessant, da wir keine Felder haben. Das werden wir aber bald ändern. Ja, wir haben relativ viel Fisch schon in unserem Silo. Wir bauen nun den Bazar für dieses Wohngebiet hier. Stellen diesen auch noch ein. Und dann kann sich hier auch entsprechend das Wohngebiet weiterentwickeln. Unsere Armee bauen wir jetzt gerade auf. Wir brauchen aber auch eine Kriegsflotte. Die möchte ich hier auf dieser Insel etablieren. Da verbinden wir jetzt mal eben hier die beiden Fährhäfen. Und dann werde ich hier eine kleine Siedlung planen und natürlich die ersten Kriegshäfen. So, unsere kleine Siedlung auf dieser Insel haben wir soweit konzipiert und die Basics errichtet. Ja, und ich würde sagen, wir bauen jetzt hier unseren ersten Kriegshafen. Verbinden diesen. Sehr gut, ja, und dann benötigen wir natürlich noch Holz. Und zwar 200 Einheiten. Holz können wir hier in dem Warenlager für Geschirr auch entsprechend einlagern. Und dann haben wir da jetzt auch schon den Startschuss gegeben für unsere Kriegsflotte. Ja, und ihr seht, Holz ist auch schon jetzt im Warenlager und unser Karenschieber bringt das Holz jetzt zur Werft.
Ja, und hier unser Stadtgebiet entwickelt sich schon weiter. Trotzdem werden Arbeiter gesucht, aber es strömen ja noch ganz viele neue Bürger in unsere Stadt. Ja, und hier sehen wir ein Krokodil, was unsere Bürger und Arbeiter massakriert. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Bevor wir uns um das Krokodil kümmern, kriegen wir unsere erste Forderung. 1100 Einheiten Fisch für die Stadt Tines. Dort herrscht eine Hungersnot und in 12 Monaten sollten wir den Fisch zur Verfügung stellen. Gut, dann machen wir Folgendes. Wir bauen ein neues Warenlager. Das kann hier hin. Das soll den Fisch fordern. Das Silo kann den Fisch entsprechend wegschicken. Und dann können wir entsprechend den Fisch lagern bzw. hamstern. Jetzt wird es auch mal Zeit, dass wir uns um die Gesundheitsversorgung kümmern. Arztpraxen errichten. Und natürlich hier unsere Siedlung bei unserer Kriegsflotte nicht vergessen. Ja, und mittlerweile haben wir 1000 Einwohner in Vasette. Ja, unser Krokodil hat sich wieder in den Nil verzogen. Allerdings werden wir jetzt mal hier dafür sorgen, dass es nicht weiter unsere Bürger und Arbeiter belästigt. Wir werden hier einen Turm bauen. Der dann das Krokodil entsprechend beseitigen kann. Da wird schon wieder gerade mehrere Mitarbeiter gelyncht. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn Karrenschieber mit Gütern der Krokodilen getötet werden, weil dann auch die Ware verloren geht. Ja, unser Fort mit den Bogenschützen füllt sich. Wir errichten direkt ein nächstes Fort, nämlich für die Infanterie. Ja, und wir errichten direkt hier 2 Waffenschmieden. Weil Kupfer haben wir mehr als genug. Allerdings haben wir unsere Stadtkasse jetzt doch ganz schön geplündert. Wir brauchen aber noch ein Warenlager. Ja, und die Forderung kann erfüllt werden. Die 1100 Einheiten Fisch stehen zur Verfügung. Das machen wir sofort. Und stellen natürlich wieder alles entsprechend um, dass Fisch wieder verwendet werden kann. Ja, unser Turm ist auch schon bemannt und ich hoffe mal, dass das Thema mit den Krokodilen sich jetzt erübrigt hat. Ja, es werden weiter Arbeitskräfte benötigt. Und die nächste Überschwemmung wird nur durchschnittlich sein. Ja, das ist das nächste, worum wir uns jetzt kümmern. Wir werden mit der Getreideproduktion beginnen, um eine weitere Nahrungsmittelart zur Verfügung zu stellen. Allerdings müssen wir jetzt erstmal warten, bis das Jahr vorüber ist. Tines hat nämlich sämtlichen Kupfer gekauft, den es in einem Jahr kaufen kann, aber wir können noch etwas Geschirr verkaufen. Ein neues Jahr hat angefangen und ihr seht, wie viel Kupfer wir produzieren mit unseren 3 Kupferminen. Also da brauchen wir wirklich nicht mehr zu bauen. Ja, und es wird auch jetzt gerade Kupfer gekauft und unsere Stadtkasse erholt sich sehr gut. Ja, Re ist ärgerlich mit uns als unser Schutzgott. Das kann ich verstehen. Wir bauen ihm mal direkt einen Tempel. Das Geld müssen wir jetzt investieren hier. Und zwar hier in der Siedlung, wo unsere Kriegsflotte ist. Ich habe keine Lust, einen Fluch zu bekommen. Ja, ein neues Jahr ist angebrochen. Wir werden jetzt wieder jede Menge Kupfer verkaufen können. Wir errichten dann direkt unseren Festplatz. Ja, mit dem Verkauf des Kupfers können wir jetzt unseren Festplatz errichten, den ich ja hier schon vorkonzipiert habe. Hier, sehr gut. Ja, die Königreichswertung steigt, da wir den Fisch zur Verfügung gestellt haben. Wir werden aber jetzt anfangen, unsere zweite Nahrungsmittelart, nämlich Getreide, herzustellen. Vorerst bekommt Re noch ein Fest.
und unsere beiden anderen Götter einen Schrein, nämlich Osiris und Bast. Wir werden unser Getreide hier im fruchtbaren Nilschlamm anbauen. Dafür werden wir aber jetzt hier erstmal die Fährhäfen verbinden. Und dann brauchen wir hier auch eine kleine Siedlung, damit die Fährhäfen auch entsprechend mit Arbeitskräften versorgt werden können. Ja, unsere Siedlung ist jetzt mit den Basics versorgt. Wir errichten hier ein Arbeitslager und gehen dann hier in den fruchtbaren Nilschlamm. Dann können wir nämlich hier sehr schön die Sperre setzen. Ja, und dann bauen wir jetzt hier unsere 6 Getreidefarmen. Ja, hier haben wir jetzt unsere 6 Getreidefarmen, die wir auch noch bewässert haben. Das sollte jetzt eigentlich soweit funktionieren. Dieses Warenlager hier werden wir für Getreide entsprechend einrichten. Ja, und dieses Silo kann Getreide fordern, allerdings 3/4. Wir brauchen ja noch ein bisschen Platz für den Fisch. Ja, wir benötigen wieder Arbeitskräfte. Parzellieren wir hier nochmal ein paar Flächen. Ja, und mit Geschirr verdienen wir auch gutes Geld. Ich denke mir, wir werden unsere Geschirrproduktion auch noch etwas weiter vorantreiben. Ja, unser erstes üppiges Fest für Re. Ja, und unsere Gottheiten sind auch jetzt, Gott sei Dank, zufriedengestellt. Wobei Re gleichgültig ist. Naja gut, er ist unser Schutzgott. Da werden wir gleich nochmal einen Tempel wieder errichten. Ja, errichten wir noch einen Kriegshafen. Ich denke mir mal, dann haben wir jetzt 2 Forts und 2 Kriegshäfen. Da sind wir doch, glaube ich, erstmal gut mit versorgt. Ja, und das nächste Jahr eine geringe Überschwemmung. Das sieht nicht so gut aus. Ich hoffe, dass Osiris bald wieder milde gestimmt ist mit uns. Ich habe jetzt hier nochmal 2 Tempel errichtet für Bast und Osiris. Ja, mit dem neuen Jahr haben wir tatsächlich kein Geld mehr. Aber wir kriegen, glaube ich, noch was vom Pharao. Ja, nochmal 4000 Deben. Sehr schön. Ja, ich wollte noch ein bisschen meine Geschirrproduktion erweitern. Bauen wir nochmal hier eine Tongrube. Und 2 Töpfereien. Dann ist hier dieses Feld ja jetzt ausgefüllt. Ja, wir gönnen jetzt unserer Bevölkerung mal etwas Unterhaltung. Wir bauen hier mal die Pavillons. So, und hier natürlich auch schon direkt. So, ich habe ein bisschen umgebaut. Hier ist jetzt unsere Jonglierschule und der Weg geht jetzt hier am Ufer so vorbei. Ja, wir haben doch jetzt schon ganz schön viel erreicht hier. Ich baue jetzt hier schon mal den Bazar für das zweite Wohngebiet. Allerdings haben wir noch nicht so viele Nahrungsmittel. Wir werden das hier auch nochmal parzellieren. Wir haben die nächste Forderung, und zwar 1100 Einheiten Feigen in 12 Monaten. Ja, das ist jetzt sehr gemein, da wir überhaupt keine Feigen produziert haben. Okay, das nützt jetzt nichts. Wir werden jetzt hier unsere Feigen in der sogenannten Wiesenwirtschaft kultivieren. Ich möchte den fruchtbaren Nilschlamm für das Getreide nutzen. Gut, wir brauchen erstmal eine Wegeführung dorthin. Ja, der Weg ist jetzt hier recht lang. Wir werden jetzt wieder eine sogenannte Straßensiedlung hier errichten. Hier kommt der Musikpavillon hin. So. Ja, haben wir jetzt schon mal auf beiden Seiten das parzelliert. Dann bauen wir hier eine Zisterne und einen Arzt. Feuerwache und Architekturbüro. Dann brauchen wir den Wasserheber. Der kann hier hin. Und den Bewässerungsgraben, den wir hier rausführen. Ja, und dann errichten wir jetzt hier mal 1, 2, 3, 4 Farmen für Feigen. Polizeiposten brauchen wir auch. Der kann dann hier hin.
Ja, so lassen wir das jetzt erstmal. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich glaube, ich baue hier doch noch eine Feuerwache hin. So. Und dann können wir hier später auch nochmal Parzellen ausweisen und dann werden wir an den Endpunkten dieser kleinen Siedlung noch die Basare errichten. Aber wir lassen das jetzt erstmal so. Geschwindigkeit kann wieder auf 70%. Ob wir das allerdings jetzt in 12 Monaten schaffen, das weiß ich jetzt nicht. Ja, ich habe noch 2 Farmen hier nochmal gebaut. Die müssen wir noch bewässern. So, aber ich glaube, das sollte reichen. Ich hoffe, wir haben dann genug Mitarbeiter. Ja, wir errichten jetzt hier ein Warenlager. Dieses Warenlager soll die Feigen aufnehmen. Und dieses Silo wird hier keine Feigen annehmen. Gut, ja, dann hoffe ich mal, dass wir die Forderung erfüllen können. Ja, und wir haben eine Drohung von einer anderen Stadt. Hennenesev verlangt von uns 884 Leben in 18 Monaten. Oder sie wird unsere Stadt angreifen. Ja, wir lassen uns nicht bedrohen. Unsere Loyalität gilt der Familie Intev. Größeres Problem sind unsere Feigen. Wir haben noch 5 Monate und wir haben nur 480 Einheiten im Warenlager. Ja, hier bei unseren Farmen läuft alles ganz gut. Wann ist denn die nächste Ernte? Ja, die nächste Ernte ist im September. Das schaffen wir zeitig nicht. Das ist natürlich schade, aber wir schauen mal. Wir kriegen ja nochmal ein zweites Zeitlimit. Ja, ein neues Jahr ist angebrochen. Wir können auch jetzt jede Menge Geschirr schon verkaufen. Aber unsere Nahrungsmittelproduktion ist noch nicht so richtig gut. Das müssen wir jetzt weiterhin verbessern. Die Feigenernte in unseren Farmen sieht aber ganz gut aus. Wir schauen mal, was für eine Fruchtbarkeit hier vorherrscht. 81, das ist super. Ja, 99, weiter geht's ja gar nicht. Super, die haben ja alle die beste Fruchtbarkeit. Ja, hier Nummer 88, ja, das ist sehr gut. Wir bauen noch ein Arbeitslager. Und dann werden wir hier nochmal die Getreideproduktion weiter erhöhen. Und mittlerweile 2000 Einwohner in unserer Stadt Vasett. Ja, wie ich befürchtet habe, haben wir es nicht geschafft, die Feigen in den 12 Monaten zu schicken. Wir kriegen jetzt nochmal ein Zeitlimit von 24 Monaten, aber mit der nächsten Ernte sollten wir die Forderung erfüllen können. Ja, mittlerweile hatte ich schon ein zweites Fort für die Bogenschützen errichtet und wir bauen jetzt doch noch ein Fort für die Infanterie. Und dann denke ich mir mal, haben wir genug Militär. Wir errichten hier noch einen Kriegshafen. Unsere Stadtkasse gibt das ja gut her. Ja, und dann denke ich mal, wenn wir mit der Ziegelproduktion beginnen, denn Ziegel können wir auch gut exportieren. Ja, und ich stelle fest, dass Chmun noch jede Menge Geschirr bei uns kauft. Die Handelsroute eröffnen wir sofort. Es ist allerdings eine Seeroute, das heißt, wir müssen unsere ersten Docks bauen, aber das ist egal. Ja, und Mennefer wäre der Handelspartner, der dann später unsere Ziegel kaufen würde. Gut, errichten wir unser Dock. Das möchte ich nämlich gerne hier errichten. Ja, und wieder nur eine durchschnittliche Überschwemmung, aber wir haben ja jetzt mehrere Nahrungsmittelarten, die wir zur Verfügung stellen können. Ja, und da wird auch gerade unsere nächste Feigenernte eingefahren. Das ist sehr gut, da können wir jetzt auch bald unsere Forderung erfüllen. Oh ja, das Lagerhaus ist voll. Das können wir sofort verschicken. Ja, und dann bauen wir direkt ein neues Silo schon. Hier, und das kann jetzt Feigen fordern. Auch 3/4 und den Rest kann er entsprechend annehmen. Ja, Hennesev bedroht uns weiterhin. 6 Monate haben wir noch für die 884 Leben, aber da können sie lange drauf warten. Ja, ich denke mal, mit den Feigen können wir jetzt wirklich unsere Bürger gut mit Nahrungsmitteln versorgen. Ja, unsere Ziegelproduktion werden wir hier etablieren. Hier können wir noch weitere Docks bauen. Dafür würde ich aber diesen Weg hier etwas verändern wollen.
weil ich möchte nämlich hier noch eine kleine Siedlung etablieren. Es kann durchaus sein, wenn wir jetzt hier überall in diesem Bereich Dienstleistungsgebäude und Produktionsstätten errichten, dass dann hier unsere Fährhäfen keine Mitarbeiter mehr bekommen. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden, damit wir hier unseren Warenaustausch gewährleisten können. So, dann haben wir jetzt hier schon mal eine kleine Siedlung noch errichtet. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir die Feigen geliefert haben. Zwar verspätet, aber trotzdem geliefert. Ja, für die Ziegelherstellung brauchen wir ein Warenlager. Für das Stroh. Und natürlich ein Warenlager für die Ziegel. Dann errichte ich hier noch ein Dock. Und dann bauen wir jetzt hier 2 Tongruben. Ja, ich weiß, wir brauchen jetzt Arbeitskräfte. Und hier kommen unsere 4 Ziegeleien hin. Ich denke mir mal, das müsste eigentlich reichen. So, und dann bauen wir mal hier unsere Wohngebiete aus. Wir errichten jetzt hier den Musikpavillon. Ja, und wir sehen, dass hier die Nahrungsmittelversorgung bei dem zweiten Stadtgebiet noch nicht so hundertprozentig ist, aber ich denke mir mal, mit den Feigen, die wir jetzt produzieren, kriegen wir hier die Nahrungsmittelversorgung in den Griff. So, dieses Wohngebiet wird ja auch komplett parzelliert. Ja, und ihr seht, mit der Handelsroute nach Chmun haben wir jegliches Geschirr verkauft. Wir können hier tatsächlich noch weiter ausbauen, aber wir brauchen jetzt erstmal neue Bürger. Und wir brauchen vor allem die Handelsroute nach Mennefer, um unsere Ziegel zu verkaufen. Die verkaufen wir komplett. Und Hennenesev gibt uns nochmal 24 Monate, um die 884 Deben zu liefern. Ja, wie gesagt, da könnt ihr lange drauf warten. Ja, jetzt, wo wir so gut verdienen, möchte ich gerne anfangen, unseren Sandstein zu importieren für unseren Sonnentempel. Ich werde die ganzen Lagerhäuser hier etablieren und sie später natürlich dann abreißen. So, dann können wir hier schon mal Sandstein lagern und entsprechend importieren. Wir brauchen ja 220 Blöcke. Ja, und der erste Sandstein ist schon in unserem Lager. Sehr gut, aber das dauert ja noch ein bisschen, bis wir hier sämtlichen Sandstein für unseren Sonnentempel zur Verfügung haben. Ja, dann gönnen wir unseren Bürgern noch etwas Musik, bauen wir ein Konservatorium. Ja, und ich denke, wir werden hier in dem zweiten Wohngebiet schon mal den zweiten Bazar bauen, damit wir hier eine bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln haben. Ja, wir verkaufen wieder richtig viel an Waren. Ein neues Jahr hat begonnen. Mit dem Geld werden wir jetzt mal unseren Dynastiewohnsitz errichten. Der kommt hier hin. Und natürlich unseren Großstadtpalast. Der kommt hier hin. Sehr gut. So, dann müssen wir natürlich hier auch nochmal Feuerwache bauen und ein Architekturbüro. Und dann können wir die Steuereintreiberbüros auch mal jetzt errichten. Ja, jetzt brauchen wir Arbeitskräfte, ich weiß, aber ich hoffe, das ändert sich jetzt bald. Ja, und den Steuersatz stellen wir mal auf 8%. Ja, so allmählich fügt sich unsere Stadt in ein Stadtbild. Eine Stadt wird angegriffen, und zwar die Stadt Tinis. Und sie braucht militärische Unterstützung von uns innerhalb der nächsten 10 Monate. Eine kleine Truppe wagt einen Angriff. Okay, kleine Gruppe. Ich denke mir mal, wir schicken eine Infanterie und 2 Bogenschützen. Das sollte eigentlich reichen. Dann haben wir eine Infanterie noch hier zur Stadtverteidigung. Ja, und nun haben wir die nächste Forderung. 1100 Einheiten Getreide in 12 Monaten, weil weiterhin eine Hungersnot in Tinis herrscht.
Ja, wir können hier diesen fruchtbaren Nilschlamm auch noch kultivieren. Dafür bräuchten wir nochmal ein Arbeitslager. So, und dann können wir jetzt mal 6 Getreidefarmen errichten. Ja, dann haben wir ja noch Platz für weitere Felder hier oben, aber ich denke mal, das reicht jetzt erstmal. Ja, und hier müssen wir ein neues Warenlager bauen für Sandstein. Ja, und wir haben schon genug Getreide im Warenlager, das kann jetzt sofort verschickt werden. Ja, werfen wir nochmal einen kurzen Blick in die Risiken. Feuer. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Das sollte hier gleich geschützt sein. Ja, hier auch. Hier drüben. Das sieht alles gut aus. Schäden. Oh, da haben wir aber hier was. Ja, dann bauen wir mal hier so einen Loop. Und wir dann hier direkt ein Architekturbüro bauen. So, ansonsten ist hier auch alles in Ordnung. Gut, wieder nur eine durchschnittliche Überschwemmung. Das scheint wohl hier die Regelmäßigkeit zu sein. Ja, und das nächste Warenlager mit Sandstein ist schon wieder gefüllt. Dann bauen wir jetzt mal direkt das nächste. Das ist auch eine gute Art, die Baumaterialien für die Monumente zu horten. Ja, ich errichte weiterhin noch eine Tongrube und 2 Töpfereien. Wir können wirklich jede Menge Geschirr produzieren. Das Warenlager ist immer leer und die Königreichswertung steigt wieder, da wir das Getreide zur Verfügung gestellt haben. Ja, um die Nahrungsversorgung hier auch entsprechend bei den kleinen Siedlungen zu gewährleisten, bauen wir nochmal ein bisschen die Fischproduktion aus. Da können wir hier nämlich noch ein paar Fischereihäfen bauen. Und dann errichten wir ein Silo. Und zwar hier. Und dieses wird jetzt Fisch fordern. Zur Hälfte. Und ich denke, wir bauen dann doch nochmal Tempel. Als einzigen Handelspartner haben wir noch die Oase Dachla, die uns Holz verkauft und die bei uns Schmuck kaufen würde. Schmuck würde aber auch Mennefer kaufen. Das heißt, wir müssten jetzt die Handelsroute nach Dachla nicht unbedingt eröffnen. Schmuck wäre jetzt noch das letzte Exportgut, was wir herstellen könnten. Und unsere erfolgreiche Armee kehrt zurück und hat den Sieg errungen bei dem Kampf bei Tines. Sehr gut. Wir werden jetzt mal für Geschirr ein Limit einstellen. 500 Einheiten bleiben jetzt im Warenlager. Wir werden nämlich jetzt mal hier in diesem Wohngebiet das Geschirr freigeben. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir erfolgreich den Feind bei Tines abgewehrt haben. Ja, und mittlerweile haben wir 3000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, und wir sehen, das Silo mit Fisch füllt sich allmählich. Bauen wir die Basare. Aber hier für diese Siedlung. Ja, und natürlich auch für hier. Und dann können sich diese Siedlungen weiterentwickeln. Ja, und hier bauen wir auch schon ein Basar. Wir werden jetzt hier schon mal ein Kalksteinbruch bauen und einen einfachen Steinbruch. Bevor wir das machen, stellen wir fest, dass wir von einer ägyptischen Armee angegriffen werden, da wir die 884 Deben nicht nach Hennesef geschickt haben. Okay, und zwar in 2 Monaten. Dann warten wir mal ab. Nichtsdestotrotz baue ich jetzt hier meine Steinbrüche. Wir bauen ein Warenlager. Und zwar eins für Kalkstein. Und natürlich eins für einfachen Stein.
So, dann könnten wir eigentlich auch schon den Bauplatz für unsere kleine Pyramide festlegen. Ja, das Baufeld der kleinen Pyramide werden wir hierhin platzieren. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Ja, super. Die nächste Überschwemmung wird ausbleiben. Das sind wir jetzt ja alle schon gewohnt. So, hier kommt das Baufeld hin. Das finde ich gut. Jetzt mal eben Pause drücken. Wir werden ja gleich angegriffen. Eine Nether fliegt nördlich von uns. Ich gehe davon aus, dass das Heer entweder hier angreifen wird oder hier, was natürlich ganz schlecht wäre, weil wir keinen Transporthafen haben, oder hier zu Wasser. Ich werde jetzt gleich unsere 3 Kriegsschiffe schon mal hier platzieren. Ja, und unser Heer werde ich hier hinstellen, in der Hoffnung, dass sie tatsächlich auch dort angreifen. Wir sollten aber nachher tatsächlich auch ein Transportschiff noch bauen. So, unsere Armee habe ich hier im Norden platziert. Ja, und hier ist meine Kriegsflotte, die sich jetzt auf den Weg macht. Wir errichten jetzt tatsächlich noch schnell einen Transporterhafen. Und dafür werde ich hier diesen Fischereihafen abreißen und den Transporterhafen hier hinbauen. Ja, und die ägyptische Armee greift auch schon an. Schauen wir mal wo. Sie greifen tatsächlich zu Wasser an. Ja, gut, dass meine Kriegsflotte schon auf dem Weg ist. Was haben wir denn hier? 2 Schiffe, wobei wohl ein Transportschiff dabei ist. Hier das etwas langsame. Gut, dann können wir hier den Befehl geben, die Position halten. So, du hier auch. So, und du auch. So, dann hoffe ich mal, dass wir das schaffen. Ja, das Transporterschiff ist schon zerstört. Sehr gut. Ja, ich glaube, wir können die Geschwindigkeit jetzt schon wieder mal erhöhen. Das ist jetzt nur das eine Schiff, das sollte jetzt eigentlich gleich zerstört sein. Unser Heer können wir schon wieder zurückschicken. Ja, und das andere Kriegsschiff ist auch zerstört. Dann könnt ihr zurück. Ja, der Kampf war jetzt nicht so schlimm gewesen. Der Vorsicht halber werden wir nochmal einen Kriegshafen hier errichten. Ja, und wir sehen, wie sich hier unsere kleinen Siedlungen sich auch weiterentwickelt haben. Sehr schön. Wir werden jetzt mal hier ein paar Bühnen bauen, damit die auch etwas Unterhaltung haben. Ja, unsere Silos sind jetzt endlich mal gut gefüllt. Für dieses Wohngebiet werden wir ja auch schon mal den zweiten Bazar errichten. Eine Stadt fordert Waren. Die Stadt Tines bittet um 700 Einheiten Kupfer. Ja, und Osiris ist endlich einmal zufrieden mit uns und segnet uns mit einer üppigen Überschwemmung. Vielen Dank. So, dann wird das Kupfer verschickt, bitteschön. Ja, und dann errichten wir hier ein Warenlager. Hier werden wir später das Bier einlagern, was wir allerdings jetzt noch nicht brauchen. Allerdings brauchen wir jetzt ein Warenlager mal wieder für Sandstein. Ja, wir verschönern hier auch mal dieses Wohngebiet und werden hier den Bazar auch schon mal auffordern, Geschirr zu kaufen. Ja, ich habe hier unser Unterhaltungszentrum noch mal etwas umgebaut, wo wir die ganzen Tanzschulen, Jonglierschulen und Konservatorien errichten werden. Ich baue jetzt hier schon mal ein Warenlager für später, nämlich für Leinen und Papyrus. Das stellen wir dann später ein. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir das Kupfer nach Tines geschickt haben. Sehr schön. Ja, für unseren Pyramidenbau möchte ich doch hier auf dieser Landseite noch 2 Arbeitslager errichten. Die können hier hin, damit unsere Arbeiter später schnell an den Stein kommen, um ihn zu unserer Pyramide zu transportieren. Hier errichte ich auch noch ein Arbeitslager. Und die Felder. Ja, damit haben wir jetzt auch alle Flächen im fruchtbaren Nilschlamm jetzt hier kultiviert. Ja, und wir werden mal wieder ein Fest abhalten für Reh, der mal wieder unzufrieden ist.
Ja, und wir haben mal eine gute Überschwemmung nächstes Jahr. Das ist sehr nett. Ja, und auf unserer Baustelle für die Pyramide wird auch schon kräftig gearbeitet. Ja, wir haben Dezember. Ich wollte mal schauen, wie viel Ziegel wir exportiert haben. Ja, aber ich denke mir, wir können die Ziegelproduktion tatsächlich noch etwas erhöhen. Wir bauen nochmal 2 Ziegeleien hier auf. Und dafür bräuchten wir aber, glaube ich, auch nochmal eine weitere Tongrube. Ja, und ein weiteres Warenlager für Sandstein. Ja, ich habe hier nochmal unsere Straßensiedlung bei den Feigenfarmen erweitert. Ja, nun die nächste Forderung. 900 Einheiten Getreide für Tines in 12 Monaten. Gut, wir haben ja jetzt die Getreidefelder maximal ausgebaut. Das sollte bei der nächsten Ernte auf jeden Fall zur Verfügung stehen. Wir errichten schon mal unsere Baugilden. Die Zimmermannsgilde und auch die Steinmetzgilde. Ich denke mir mal, das reicht. Aber ich muss hier direkt Plätze bauen. Wie gesagt, die Gilden haben einen schlechten Einfluss auf die Attraktivität. Ja, und wir haben schon wieder eine Drohung durch eine andere Stadt. Wieder fordert Hennenesse von uns Geld, und zwar 238 Deben in 18 Monaten, die wir natürlich nicht geben werden. Und dann kämpfen wir lieber. Ja, und das nächste Warenlager ist schon wieder voll mit Sandstein. Da können wir direkt das nächste wieder bauen. Ja, und da wird auch schon die Ernte der Getreidefelder eingefahren. Die Forderung können wir jetzt gleich ganz schnell verschicken. Ja, das geht jetzt relativ fix. Sehr gut. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir das Getreide für Tines zur Verfügung gestellt haben. Ja, hier hat leider ein Brand unsere kleine Siedlung zerstört. Aber wir haben jetzt genug Feuerwehrposten gebaut, so sollte das jetzt eigentlich hier kein Problem mehr sein. Denke ich zumindest. Ja, mittlerweile haben wir die 220 Blöcke Sandstein. Wir können jetzt unseren Sonnentempel errichten. Ja, den werden wir hier direkt im Zentrum unserer Stadt bauen. Wunderbar. Wir brauchen jetzt noch 160 Blöcke Sandstein. Das stellen wir jetzt hier eben noch schnell ein. Ja, und dann reißen wir jetzt hier die ganzen Warenlager ab. Das eine hier lassen wir noch. Und mit den freien Mitarbeitern, die wir jetzt haben, werden wir unsere Geschirrproduktion noch etwas aufstocken. Und hier nochmal 2 Tongruben. Und dann haben wir aber, glaube ich, mehr als genug an Töpferwaren, die wir produzieren können. Ja, ihr könnt uns weiterhin drohen, in 6 Monaten die 238 Deben zu liefern. Das werden wir trotzdem nicht tun. Ja, wieder eine schlechte Nachricht. Aufgrund einer Dürre in Afrika droht die Flut auszubleiben. Gott sei Dank haben wir hier Fischfang und auch noch Feigenfarmen, die unsere Nahrungsmittelproduktion aufrechthalten. Ja, jetzt werden wir mal anfangen, etwas Bier mal zu importieren. Wir kaufen mal 800 Einheiten ein. Ja, und wir wollten ja noch eine Schmuckproduktion etablieren. Dafür errichten wir jetzt hier ein Warenlager, welches Edelsteine und Luxuswaren aufnimmt. Wir importieren mal 600 Edelsteine und die Luxuswaren können komplett verkauft werden. Und dann bauen wir mal 3 Juweliere. Ja, wir ändern das ein bisschen um. Ich werde hier die beiden Töpfereien wegnehmen und sie hier oben hinsetzen. Dann haben wir hier einen ganzen Block und dann bauen wir doch 4 Juweliere noch insgesamt.
das sieht eigentlich ganz gut aus. So, und dann kommt jetzt hier noch eine Bühne hin. Und nochmal Schreine. Ja, man gibt uns nochmal 24 Monate, um die 238 Theben zu zahlen. Auch da werden wir euch enttäuschen. Ja, und wir sehen, dass hier in diesem Wohngebiet das Bier bei unseren Bürgern angekommen ist. Wir errichten jetzt noch schnell das Gericht. Ja, so gefällt mir das. Das läuft doch sehr gut. Noch ein paar Verschönerungen hier. Perfekt. Ja, mit dem Einkauf der Edelsteine müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir ja auch noch Sandstein weiter importieren müssen. Aber das sollte jetzt kein Problem mehr sein, wo wir so viel Geschirr produzieren. Ja, nun fordert die Stadt Tinis 16 Einheiten Waffen in 24 Monaten. Ja, ich habe unsere Waffenschmieden hier tatsächlich durcharbeiten lassen. Wir haben ein ganzes Warenlager voll. Das können wir sofort verschicken. Und dann können wir auch die Produktion der Waffen jetzt erstmal ausschalten. Ja, hier unsere kleine Straßensiedlung. Bei den Feigenfarmen werden wir jetzt auch mal ein bisschen verschönern. Ja, und die nächste Forderung. Tinis braucht 900 Einheiten Fisch in 12 Monaten. Ja, Fisch sollte kein Problem sein. Hier, dieses Silo ist reich gefüllt. Ich baue mal hier ein Warenlager auf, was den Fisch annimmt. Das sollten wir, glaube ich, relativ schnell haben. Und später können wir dieses Warenlager dann einstellen, um Geschirr zu fordern. Ja, wir eröffnen noch die Handelsroute mit der Oase Dachla, da auch dieser Handelspartner Schmuck kauft. Ja, es wird auch jetzt mal Zeit, dass wir unseren Tempelkomplex für Re bauen. Den errichten wir hier. Sehr gut. Wir werden jetzt hier auch mal das Bier freigeben. Ja, und die Forderung kann erfüllt werden. Die 900 Einheiten Fisch stehen zur Verfügung. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir die Waffen nach Tinis geliefert haben. So, Fisch kann weg. Ja, und hier, dieses Warenlager braucht jetzt keinen Fisch mehr anzunehmen. Dafür wird es jetzt tatsächlich Geschirr fordern. Ein Viertel. Ja, und diese kleine Siedlung hier bei unseren Feigenfarmen können wir jetzt auch mal steuerlich erfassen. Ja, an Nahrungsmittel fehlt es uns jetzt nicht mehr. Das sieht wirklich sehr gut aus. Wir können jetzt hier schon mal die Tanzschulen errichten. Die Königreichswertung steigt weiter, da wir den Fisch zur Verfügung gestellt haben. So, hier kann eine Tanzschule hin. Und dann errichten wir hier auch noch eine Tanzschule. Dann haben wir hier eine gute Aufteilung. Ja, und Bast ist zufrieden mit uns und sie richtet ein Fest für alle Götter aus. Sehr schön, vielen Dank. Ja, und wir sehen, die ersten Steine werden zu unserer Pyramide geliefert. Das läuft auch alles sehr gut. Ja, ich baue jetzt hier noch die letzten 2 Kriegshäfen. Dann haben wir ja hier unser Maximum an Kriegsflotte entsprechend erreicht. Ja, und selbst Osiris ist zufrieden mit uns. Die nächste Überschwemmung wird perfekt sein. Ja, ein Blick auf die Wertungen. Wir müssen für Kultur jetzt Zahnarztpraxen errichten. Die Wohlstandswertung haben wir auch schon erreicht. Ja, Königreichswertung, keine Frage bei den ganzen Forderungen, die wir erfüllt haben. Ja, und die Monumentwertung wartet noch auf die Fertigstellung des Sonnentempels und der Pyramide. Ja, und ich habe ganz vergessen, dass wir auch noch Grabbeigaben verschicken müssen. Da könnten wir zum Beispiel die Waffen jetzt schon mal komplett losschicken. Geschirr und Luxuswaren machen wir später. Ja, und mittlerweile haben wir 5000 Menschen in unserer Stadt Vasette. Ja, ich denke mir mal, wir können jetzt auch schon die Schreibschulen errichten.
und den ersten Papyrus entsprechend importieren. 400 Einheiten sollten reichen. Dieses Warenlager werden wir dafür dann entsprechend einstellen. Sehr gut. Ja, errichten wir jetzt noch die Einbalsamierungshäuser. Die brauchen wir ja für die Kulturwertung. Dann können wir noch hier einen Tempel bauen. Ja, die 24 Monate sind vorbei. Wir werden wieder angegriffen von der Stadt Hennenesev in 3 Monaten. Aber ich mache mir jetzt keine Gedanken. Ja, und wieder die nächste Forderung. 1100 Einheiten Getreide für die Stadt Tinis in 12 Monaten. Ja, und die haben wir sogar im Warenlager. Können wir direkt verschicken. Wunderbar. Ja, und ihr seht, unsere Schreibschulen sind im Betrieb, unsere Gebäude entwickeln sich weiter. Wir importieren jetzt das Leinen. Einmal für unsere Einbalsamierungshäuser und natürlich auch später für unsere Märkte. 800 Einheiten. Dieses Warenlager wird das Leinen aufnehmen. Sehr gut, ich bin sehr zufrieden. Ja, in einem Monat wird uns die ägyptische Armee angreifen. Wir werden mal direkt die Geschwindigkeit runtersetzen und schon mal unsere Flotte positionieren. Wieder hier oben im Norden. Ich gehe davon aus, dass wir dort wieder angegriffen werden. Ja, und unser Heer positionieren wir auch vorsichtshalber hier vor unserer Stadt. Es ist soweit. Die ägyptische Armee greift uns erneut an. Die Frage ist, wo? Und mit was? Aha, wieder mit Schiffen. Ja, sie greifen tatsächlich wieder nur mit 2 Schiffen an. Ja, das ist ja relativ einfach. Wir werden hier den Befehl geben, Feinde vernichten. Oh, ich habe das Transportschiff zum Kampf geschickt. Na gut, du kannst direkt wieder zurück zum Hafen. So, und ihr bleibt hier. Ja, aber ich denke, da haben unsere Feinde keine Chance. 2 Kriegsschiffe gegen 6. Ja, das Transporterschiff ist schon zerstört. Während des Kampfes schicken wir unser Heer mal wieder zurück zu den Forts. So, und dann sollte jetzt dieses eine kriegerische Schiff auch zerstört werden. Ja, es ist zerstört. Wunderbar. Ihr könnt alle zurück. Ja, also wenn das wirklich immer so bleibt mit 2 Kriegsschiffen, dann ist hier der Kampf wirklich keine große Gefahr für uns. Ja, unsere Wohngebiete haben sich hier bestens entwickelt. Sehr schön. Wir bauen mal hier diesen Bereich jetzt mal aus. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir das Getreide für Tinis zur Verfügung gestellt haben. Ich werde mal hier noch ein Pavillon bauen. So. Ja, der Bauplatz unserer Pyramide ist etwas weit entfernt. Das dauert ein bisschen länger hier. Ja, wir brauchen jetzt noch insgesamt 40 Blöcke einfachen Stein. Das sind 10 Ladungen. Und 156 Blöcke Kalkstein. Das sind dann nochmal 41 Ladungen. Ja, und eine hervorragende Überschwemmung. Was möchte man mehr? Ja, ein Blick auf die Wertungen zeigt, dass wir jetzt für die Kultur Senate-Häuser brauchen, um die 55 zu erreichen. Wir können natürlich jetzt ein Senate-Haus hier in unserer Stadt platzieren. Allerdings würde ich gerne hier in der Stadt Vasset das erste Mal ein Villengebiet entwickeln lassen. Wir benötigen die Villen eigentlich nicht, die Wohlstandswertung haben wir ja schon erreicht, aber eine prächtige Stadt wie diese benötigt auch herrschaftliche Häuser. Von daher werde ich jetzt hier ein Villengebiet bauen, wo wir dann auch unser Senate-Haus platzieren werden. Das Villengebiet kommt hier hinter dem Tempelkomplex des Rehs und wir werden
4 oder 5 Villen entwickeln lassen. Wir werden natürlich dann später hier auch noch Waren fordern, damit die Märkte nicht es so weit haben. Und ich denke mal, wir werden ja auch noch ein Silo errichten. Ja, so viel zum Plan. Wir brauchen nämlich auch noch einige neue Bürger in unserer Stadt. Schauen wir mal, wie wir dieses Villengebiet platzieren können. Ja, hier ist es unser kleines Villengebiet mit insgesamt 5 Villenstandorten, die wir in der Größe 3×3 dann ausbauen werden. Ja, und wir haben uns erstmal mit den nötigen Basics hier versehen. Und wir werden jetzt mal warten und dieses Villengebiet wirklich nach und nach entwickeln lassen. Ja, und wir haben ja die Mitteilung, dass die Stadt Tinis angegriffen wird und dass wir in 23 Monaten Truppen schicken sollen. Wieder wagt eine kleine Truppe einen Angriff. Da schicken wir einmal Infanterie und zweimal die Bogenschützen. Das sollte reichen. Gut. Ja, hier unser Villengebiet bekommt jetzt mal einen Pavillon. Und an diesem Pavillon errichten wir die Tempel. Und einen Bazar werden wir hier auch schon mal bauen. Der sich aber jetzt erstmal nur um Nahrungsmittel kümmert. Und da muss ich jetzt gucken, ob der Weg nicht zu weit ist zu den Silos. Sonst müssen wir nämlich hier noch ein Silo entsprechend etablieren. Ja, und es ist soweit, dass wir jetzt nur noch 32 Blöcke einfachen Stein benötigen. Und den haben wir auch hier im Warenlager. Das heißt, wir werden jetzt diesen Steinbruch hier entfernen und durch einen Kalkstein ersetzen. Ach, bauen wir direkt noch ein, dann ist auch unsere Pyramide schneller fertiggestellt. Ich habe jetzt nochmal 2 zusätzliche Steinmetzgilden gebaut. Ich habe da tatsächlich ein bisschen zu wenig eingeplant für unsere beiden Monumente. Und hier sieht man schon, wie fleißig an unserem Sonnentempel parallel gebaut wird. Und da kommt auch schon die erste Ladung Sandstein. Ja, und eine Forderung, wieder 800 Einheiten Getreide für die Stadt Tinis in 12 Monaten. Das haben wir im Warenlager, das können wir sofort verschicken. Sehr gut. Ja, und da sieht man eine Steinladung nach der anderen jetzt zu unserer Pyramide bringen. Das geht jetzt doch recht zügig. Ja, unsere Armee war wieder erfolgreich in der Verteidigung der Stadt Tinis. Ja, und der Bau unserer Monumente schreitet weiter gut voran. Ja, hier in unserer kleinen Siedlung bei den Feigenfarmen werden wir jetzt die Basare auffordern, Bier zu kaufen. Ich glaube, was reicht, wenn einer Bier kauft, weil so viel haben wir gar nicht im Warenlager. Ja, und wir hatten wieder eine Forderung von der Stadt Tinis. 900 Einheiten Fisch in 12 Monaten. Der wird hier schon wieder im Warenlager entsprechend gehamstert. Ja, und wir verschönern mal hier unsere Insel, wo wir unsere Kriegsflotte haben. Mit einer großen Statue. Und Gärten. Ja, und die Forderung kann erfüllt werden. Die 900 Einheiten Fisch sind im Warenlager. Sehr gut. Das Warenlager eben mal schnell wieder umstellen. Ja, Bast ist zufrieden mit uns und segnet uns. Ein Fest für alle Götter, das ist sehr gut. Ja, und unser Sonnentempel ist fast fertiggestellt. 3 Ladungen Sandstein wird noch benötigt. Ja, hier in dem Bereich, wo wir unsere Kupferminen haben, habe ich jetzt ein bisschen was umgestellt. Die beiden Warenlager sind abgerissen worden. Wir haben jetzt hier ein Silo, was ich hier entsprechend so einstelle, dass alles entsprechend an Nahrungsmitteln, die wir haben, gefordert werden kann. Und zwar immer zu einem Viertel. Sodass sich jetzt dieser Markt hier für unser Villenviertel auch entsprechend mit Nahrungsmitteln versorgen kann. Den Stein für unsere Pyramide haben wir hier in diesem Warenlager gelagert. Ja, und sobald unsere Pyramide fertig ist, werden wir hier noch weiter Warenlager einstellen, damit der Markt auch die anderen Güter für unsere Villen beziehen kann. Die letzte Ladung Sandstein ist gerade geliefert worden. Wir können den Import für Sandstein jetzt stoppen.
Und die Königreichswertung steigt natürlich, da wir den Fisch für Tines zur Verfügung gestellt haben. Ja, und nun fordert eine Stadt Waren, nämlich Tines möchte 20 Blöcke Granit haben in 24 Monaten. Okay, das ist neu. Ja, und Osiris ist glücklich mit uns. Die nächste Überschwemmung wird perfekt sein. Ja, wir könnten Granit tatsächlich selber herstellen, allerdings, wir verdienen so gutes Geld. Wir importieren ihn. 20 Blöcke. Und hier im Warenlager für den Sandstein kann entsprechend auch jetzt Granit eingelagert werden. Ja, und wir haben so viel Geschirr momentan im Lager, dass wir das Geschirr für unsere Grabbeigaben auch ausliefern können. Das machen wir. Ja, den Schmuck machen wir ganz zum Schluss. Die letzte Sandsteinlage wird zu unserem Sonnentempel gebracht. Und er ist fertiggestellt. Wir werden jetzt noch ein paar Verschönerungen am Sonnentempel vornehmen und ihn hier in unser Stadtbild einbetten. So, und damit ist er jetzt hier wunderbar in unserer Stadt eingebettet und ich habe auch jetzt hier schon den Zugang zu unserer Pyramide mit einer Allee aus Statuen und Gärten errichtet. Sehr schön. Ja, und die Forderung nach den 20 Blöcken Granit kann erfüllt werden. Dann brauchen wir jetzt hier kein Granit mehr. Ja, und das kann weg. Ja, Nahrung ist bei unserem Villenviertel angekommen. Wir werden jetzt nochmal schnell über den Tempelkomplex vervollständigen mit dem Altar des Maat und dem Orakel des Horus. Wir benötigen für unsere Pyramide nur noch 24 Blöcke Kalkstein. Und wir haben mehr als genug im Warenlager. Wir können jetzt hier die Kalksteinbrüche entfernen. Und ich werde jetzt hier ein Warenlager errichten. Dieses Warenlager wird Bier und Geschirr fordern. Jeweils ein Viertel, damit unser Villengebiet sich weiterentwickeln kann. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir den Granit nach Tines geschickt haben. Ja, in unserem Villengebiet habe ich noch ein bisschen was umgebaut. Das Senate House hat echt einen schlechten Einfluss auf die Attraktivität. Deswegen habe ich hier den Tempel abgerissen und wir werden das Senate House schon mal hier errichten. Das passt nämlich dann wunderbar hier rein und die Attraktivität ist nicht so stark gestört. Ja, und dann kriegt das Senate House auch nochmal ein paar Gärten. Ja, und auch Geschirr ist schon mittlerweile bei unseren Bürgern im Villengebiet angekommen. Wir verschönern das jetzt nochmal hier komplett mit Gärten, weil die Entwicklung jetzt relativ schnell vonstatten geht. Ja, die nächste Forderung, 900 Einheiten Feigen für Tines in 12 Monaten, haben wir im Warenlager, können wir verschicken. Ja, wir vervollständigen unser Villengebiet noch mit den nötigen Dienstleistungsgebäuden, nämlich ein Einbalsamierungshaus und ich errichte auch hier eine Bibliothek. Und mehr ist eigentlich nicht nötig. Wir werden jetzt hier noch Verschönerungen durchführen. Ja, und das Einzige, was jetzt für unsere Villen noch fehlt, ist Schmuck. Den Schmuck werde ich hier bei diesem Warenlager, wo wir noch Kalkstein und einfachen Stein haben, entsprechend fordern. Auch wieder ein Viertel. Und hier kann auch Leinen gefordert werden. Da hat es unser Markt nicht ganz so weit. Er hat zwar jetzt hier schon entsprechend Leinen erwerben können, aber dann denke ich mir mal, haben wir hier jetzt für unsere Villen alles entsprechend getan. Für Schmuck brauchen wir aber auch noch ein Limit. Wir brauchen mindestens 200 im Warenlager, damit hier entsprechend unsere Villen auch versorgt werden können. Ja, und wir sehen, die Fassade wird gerade von unserer Pyramide bearbeitet. Auch dieses Monument wird bald fertiggestellt. Ja, fantastisch. In unserem Villengebiet haben sich die Villen zu den Luxusvillen entwickelt, die jetzt eine zweite Art von Luxuswaren benötigen, den wir importieren müssen. Das werden wir nicht, weil wir ja Luxuswaren verkaufen. Ich denke mir mal, das reicht auch. Das ist einer Hauptstadt tatsächlich würdig. Ja, in unseren Luxusvillen ist noch jede Menge Platz für neue Bürger. Damit werden wir auch gleich die 6000 Einwohner erreichen.
Das Einzige, was uns noch fehlt, ist der Schmuck, den wir noch zur Verfügung stellen müssen. Den hamstern wir schnell. Ja, und unsere Pyramide ist nun fertiggestellt. Fantastisch. Ja, die 1000 Einheiten Luxuswaren haben wir auf Lager. Auch diese Grabbeigabe können wir verschicken. Sehr gut. Ja, und den Schmuck, den werden wir natürlich wieder nutzen und wir exportieren ab 200 Einheiten. Ja, bevor wir jetzt die 6000 Einwohner erreichen, schauen wir uns unsere Stadt Vasette nochmal in Ruhe an. Ja, hier unser Hauptstadtgebiet mit dem ersten Wohnviertel, der Pyramide und im weiteren Verlauf hier der Sonnentempel sowie das zweite Wohngebiet und die Produktionen von Geschirr, Ziegel und auch Schmuck sowie der Fischproduktion. Hier unsere Kupfer- und Waffenproduktion sowie die Einrichtung zur Ausbildung unseres Militärs. Ja, und hier haben wir unser fantastisches Villengebiet mit dem Tempelkomplex des Res. Unser Militär besteht aus 4 Forts und hier auf dieser Insel unsere Kriegsflotte. Auf der gegenüberliegenden Seite des Nils haben wir hier unsere Siedlung mit den Feigenfarmen und dem Anbau von Getreide. Die Wertungen haben wir alle erreicht. Und mit dem Einzug weiterer Bürger in unsere Stadt erreichen wir auch die 6000 Einwohnermarke und beenden damit diese Kampagne. Wir haben es geschafft. Wir haben Vasette zu einer großartigen Stadt ausgebaut und wenden uns neuen Aufgaben zu. Dank ihrer Sorgfalt bekam ihr Volk während des Krieges ausreichend zu essen und wurden die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um diesen Feind ein für allemal zu besiegen. Ihre Leistungen werden allen noch lange in Erinnerung bleiben. Ja, das war eine anspruchsvolle Kampagne, die aber auch richtig viel Spaß gemacht hat. Wir schauen, wie es weitergeht. Wir haben wieder 2 Kampagnen zu bestreiten. Minat Kufu oder Beni Hassan. Hunger, eine Wirtschaftskampagne. Und Kibet oder Koptos, Kampf um den Frieden, eine Militärkampagne. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin dabei seid, wünsche alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.